Da behauptet einer, er hat Julia gesehen. Gut, vielleicht lügt er ja, vielleicht aber auch nicht. Wer soll das schon wissen? Also ich werde der Sache nachgehen. Und wenn du deine Schwester schon vergessen hast, gut. Ich werde die Suche nach Julia nie aufgeben. Von meiner Finanzlage ausgehend ist das meine letzte Chance. Oder kennst du jemanden, der mir mal soeben 10.000 leiht? Ich denke, das heißt so viel wie, liebe Cleo, ich habe auch keine Ahnung, wie du an das Geld kommen sollst. Aber das hier hatte mit Zocken nichts zu tun. Sie ist mal so eine Art soziale Umverteilung von reich zu bald reich. Oder kannst du das Geld etwa nicht brauchen? Eigentlich schon. Ja, wann geht's denn nun endlich los? Gleich. Jetzt liegt's an dir. Also was ist? Spielst du? Ich habe mir einfach geschworen, nie wieder Karten anzurühren. Das mag ja schon sein, aber so eine Gelegenheit kommt bestimmt nicht wieder. Wenn Herr Sander keine Lust hat, sollten wir besser wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich werde für ihn einspringen. Oder haben Sie was dagegen? Es stört Sie doch nicht, gegen eine Frau zu verlieren. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz kleinen Moment, bitte. Was zum Teufel machst du da? Christian ist ein Profi und ich habe keine Ahnung, wie die anderen drauf sind. Dann werde ich es eben rausfinden. Der Doktor ist ein blutiger Anfänger. Das sagt er. Was ist, wenn er blufft? Dann habe ich es wenigstens ausprobiert. So, meinetwegen können wir. Moment. Ich werde spielen. Hi. Wie war dein Tag? Wie er so ist, wenn man 87.000 alte und 13.000 Tellergerüchte serviert und dabei eine halbe Marathonstrecke zurücklegt. Das klingt ja anstrengend. Ja, ich hatte auch nur die Vorstellung von einem gemütlichen Abend mit dir aufrechterhalten. Ist was? Naja, Klaus hat von ihr angerufen. Scheurer, dieser Typ, der Julia in Dortmund gesehen haben will. Er hat sich bei ihr gemeldet. Und weiter? Er hat zufälligerweise in der Nähe von Friedenau zu tun und hat Clarissa ihn gebeten, kurz vorbeizuschauen. Mit anderen Worten, aus unserem gemütlichen Abend zu zweit wird nichts. Es tut mir wirklich leid, aber ich verspreche dir, wir holen das morgen nach, ja? Schon gut. Wann müssen wir los? Du willst mit? Warum das denn? Das lohnt sich doch gar nicht. Wahrscheinlich ist dieser Scheurer eh einer von diesen durchgeknallten Typen. Wieso willst du ihn dann treffen? Naja, es ist die erste konkrete Spur und ich muss der Sache einfach nachgehen. Aber du hast einen anstrengenden Tag heute hinter dir. Du musst dich erst mal ausruhen. Wasser. Tja, nur noch wir beide, Doktorchen. Was meinen Sie? Gehen Sie mit oder sind Sie weg? Die 500 und 1000 zum Sehen. Sie bluffen doch. Gratuliere, junger Freund. Sie haben wirklich Glück. Und das nicht nur im Spiel, wie mir scheint. Guten Abend. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Pass auf, Papa ist geladen, weil es heute keine Wurst gibt. Sorry, aber dieser blöde Bus hatte Verspätung. Ach nee, bitte lass dir was anderes einfallen. Ja, also wirklich. Und sowas geht aufs Gymnasium. Also du hältst jetzt mal die Klappe, ja? Ja, müsst ihr denn immer streiten? Nein, müssen wir nicht. Aber es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn der Herr Sohn pünktlich zum Essen erscheint.
Ich hab's doch versucht. Was soll ich denn machen, wenn der Bus nicht pünktlich ist? Ja, dann fahr doch einfach mit dem Rad. Das habe ich in deinem Alter auch getan. Na toll. Hör mal, was glaubst du eigentlich, wie lange ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn der Bus schon über eine Stunde braucht? Wenn dir der Weg zu weit ist, dann such dir doch einen Job hier in der Nähe. Haha, ja, erst mal einen finden. Naja, da hat der Junge doch recht. Ich weiß was Besseres. Ich leih dir Geld und du kaufst dir einen Roller. Hey, geile Idee. Nichts da. Du hältst dein Geld zusammen für später. Dann erlaub mir wenigstens, dass ich 1- bis 2-mal in der Woche beim Unkelbach auf dem Hof übernachten darf. Das kommt nicht in Frage. Der hat aber massig Platz auf seinem Hof. Und er hat es mir selber angeboten. Nein! Warum denn nicht? Weil ich es nicht will. Basta. Also das Mädchen sah genauso aus wie aus der Suchmeldung im Fernsehen. Wie? Könnten Sie es vielleicht mit den eigenen Worten mal beschreiben? Also, sie war blond, hatte langes Haar, ungefähr so lang, trug Jeans und einen Pulli und sah ansonsten aus, wie Frauen in dem Alter nun mal aussehen. Was macht Sie so sicher, dass es nicht eine von diesen vielen anderen Frauen gewesen ist? Wieso ist es Julia gewesen? Weil... Moment mal. Ich versuche Ihnen zu helfen, weil ich weiß, was ich gesehen habe. Natürlich kann ich mich auch getäuscht haben. Aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich hier so anzumachen. Also mir reicht's. Frau von Anstetten? Warten Sie. Es tut mir leid. Aber nach all den Fehlschlägen in letzter Zeit bin ich einfach ein bisschen misstrauisch geworden. Entschuldigung. Schon gut. Was Sie uns noch nicht gesagt haben. Wo genau haben Sie Julia gesehen? Können Sie uns das erzählen? Gerne. Das gibt's doch gar nicht. Sie haben schon wieder das bessere Blatt. Sie haben's gesagt. Ich habe einfach Glück. So, das war's für mich. Was denn? Willst du schon aufhören? Was heißt schon? Außerdem habe ich doch gesagt, das war die letzte Runde. Ja, ja, das haben Sie. Trotzdem denke ich, dass Sie uns eine Revanche schulden. Damit Sie noch mehr verlieren, das kann ich Ihnen nicht antun. Wer weiß, vielleicht wendet sich das Blatt ja zu meinen Gunsten. Noch ein Grund mehr für mich aufzuhören. Na gut. Schluss für heute. Aber das mit der Revanche, das sollten Sie sich noch mal überlegen. Da gibt's nichts zu überlegen. Tut mir leid. Ich bringe Sie noch zur Tür. Ich verstehe dich echt nicht. Wenn der Alte sein Geld loswerden will, dann tu ihm doch den Gefallen. Einmal muss Schluss sein. Das hast du schon mal gesagt. Diesmal meine ich's auch so. Das war heute eine Ausnahme. Für Cleo. Das war mein letzter Pokerabend. Endgültig. Worauf hast du denn Appetit? Mal sehen. Was ist das denn da? Das ist Kaviar. Hast du den schon mal gegessen? Ja, auf Omas 60. Geburtstag gab's welchen. Der lag allerdings auf hart gekochten Eiern. Ich bitte dich, das war doch kein Kaviar. Das war gefärbter Fischrogen, sonst kann sich deine Oma das doch nicht leisten. Wieso ist das Zeug so teuer? Sagen wir mal, dieses Portionchen da kostet etwa so viel wie dein Computer. Die meisten Leute essen es auf Toast oder Weißbrot. Aber auf Graubrot schmeckt er am besten. So essen das die Russen und die müssen es ja wissen. Ne? Nimm dir doch. Nicht den Löffel, der beschlägt. Nimm den aus Horn. Und, schmeckt's? Ist ein bisschen salzig. Ja, am Anfang mochte ich das auch nicht, aber glaub mir, irgendwann kann man ohne Kaviar nicht mehr leben. Sicher? Ganz sicher. Na, jetzt sieh dir das an. Ravioli sind im Angebot. Ravioli? Ja. Ich muss jetzt sparen. Ich bin arbeitslos. Soll ich dir den Gewinn zurückzahlen? Quatsch, das ist dein Geld. Sicher? Ja. Außerdem sind Ravioli im Angebot. Das entlastet meine Haushaltskasse ungemein. Hey! Die schmeißen die Autorennbahn raus.
Was? Die schmeißen hier die Autorennbahnen raus, zum halben Preis. Und ein Spielwarenladen hat zugemacht. Alles zum halben Preis? Und was willst du mit einer Autorennbahn? Na was wohl? Autorennen fahren. Oder glaubst du, Frauen spielen nur mit Puppen? Naja, ich jedenfalls nicht. Obwohl das meine Eltern auch ein bisschen anders gesehen haben. Und deswegen habe ich leider nie eine Autorennbahn bekommen. Ja. Obwohl für mich Autorennbahn das Größte war. Ich war eben kein typisches Mädchen. Deswegen konnte ich auch mit meiner Schwester nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich hätte einen liebsten Bruder gehabt. Ach. Ja. Sehr gern so einen wie dich. Vielen Dank nochmals für das ausgezeichnete Frühstück. Ach was, keine Ursache. Morgen. Morgen. Stör ich? Nein, setz dich. Und wenn Rudi meckert, weil du so lange weg warst, schick ihn einfach zu mir. Das mache ich. Ciao. Ciao. Ist was? Ich weiß nicht, hier riecht es ein bisschen nach... Nach Pferd. Ja, so ist es nun mal, wenn man neben einem Gestüt wohnt. Aber ist doch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ein bisschen Raumspray und schon ist die Sache vergessen. Schön wär's. Immer wenn ich Pferde sehe oder rieche, muss ich an Roberto denken. Ja, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Roberto war ja unter die Pferdezüchter gegangen. Ja, nur leider hat dich das glatte 50.000 gekostet. Daran musst du mich nicht erinnern. Dabei hatte ich dich gewarnt, aber du wolltest ja nicht hören. Ich weiß. Naja, lassen wir das. Du musst jetzt nach vorne schauen und dich ablenken. Ich weiß auch schon wie. Komm heute Abend zu mir, ich gebe ein kleines Essen für ein paar Freunde. Ach, ich weiß nicht. Wir haben doch bestimmt alle von der dummen Geschichte mit Roberto gehört. Auf das falsche Mitleid kann ich verzichten. Keine Angst. Kein Mensch wird sich für dich und Roberto interessieren. Ich habe für ganz anderen Gesprächsstoff gesorgt. Ah. Und welchen? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Er riecht ein bisschen nach Stall. Du willst also wirklich einen von deiner Sippschaft in die Düsseldorfer Gesellschaft einführen? Ja, wieso denn nicht? Schließlich geht's ja hier um Uli. Und was zeichnet den Kleinen aus? Er ist der einzig vernünftige Prozesski. Außerdem ist er mir sehr ähnlich. Der Junge wird's noch mal weit bringen. Mit deiner Hilfe. Du sagst es. Was hast du eigentlich davon? Walter wird mich dafür hassen. Tut er das nicht schon? Ach, davon kann ich nicht genug kriegen. Hi! Guten Morgen. Was ist mit dir los? Wenn du nicht mehr mit mir sprechen willst, dann musst du das nur sagen. Ach, Quatsch. Tut mir leid, ich bin heute irgendwie total neben der Rolle. Naja, jeder hat mal solche Tage. Aber diese Tage können sich natürlich ändern, indem man darüber spricht. Also, Schätzchen, schieß los. Jan ist heute Morgen nach Dortmund gefahren. Angeblich wurde Julia dort gesehen. Julia in Dortmund? Ja. Ein Mann rief an und meinte, dass sie dort quietschlebendig herumläuft. Das glaubt ihr an? Ich denke, er war dabei, als sie ertrunken ist. Ja, aber Julia wurde nie gefunden, deshalb ist er sich unsicher und möchte jedem Hinweis nachgehen, was ich verstehe. Ja, das würde ich an seiner Stelle auch tun, aber natürlich nur, wenn der Hinweis wirklich glaubwürdig ist. Ja. Und ich frage mich, was ich mache, wenn der Typ recht hat. Was ist, wenn Jan Julia wirklich findet? Das wäre doch wunderbar. Ja, natürlich wäre es toll, Cleo, wenn Julia noch leben würde. Aber glaubst du im Ernst, dass er sich da noch für mich interessieren würde, wenn er sie wieder hätte? So nach allem, was ich von den beiden weiß, glaube ich das nicht. Entschuldigen Sie, haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Klasse. Wieder mal eine Fehlanzeige.
Es sieht fast so aus, als sind Sie der Einzige, der Julia gesehen hat. Wenn ich sie gesehen habe, dann muss es doch auch noch andere geben, die sie auch wiedererkennen. Dortmund ist kein Dorf. Wir müssen Geduld haben. Ja gut, aber was ist, wenn sie nur auf der Durchreise war? Lassen Sie uns erst mal weitersuchen. Dann können wir immer noch überlegen, wo sie sonst noch sein könnte. Dann kann es doch viel zu spät sein. Mein Gott, wir können die Sache auch abbrechen. Nein, ich will sie ja weitersuchen, wirklich. Es tut mir leid, ich bin einfach ein bisschen durcheinander. Ja, ich verstehe Sie ja. Aber jetzt kommen Sie, vielleicht haben wir im nächsten Laden mehr. Kerstin? Ich habe mir über Jan noch mal Gedanken gemacht. Wenn Jan Julia wirklich wiederfinden sollte, was ändert das an eurer Beziehung? Ich glaube schon, dass sich was ändern würde. Aber warum? Jan ist dein Freund. Was hat Julia damit zu tun? Ach, Cleo. Ich merke doch, wie sie ihn jetzt schon in Anspruch nimmt, obwohl sie nicht mal da ist. Wie soll das dann werden, wenn sie wieder auftaucht? Naja, sie ist seine Zwillingsschwester. Ja, aber Jan ist mein Freund. Und ich will ihn mit niemandem teilen. No Limits, hallo? Hi, ich bin's, Tim. Hi. Na, was gibt's? Nichts. Nichts. Wegen nichts rufst du nicht an. Stimmt. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Da ist doch glatt der Weihnachtsmann hier reingekommen. Mitten im Sommer. Ja. Also er hat natürlich nicht sein Winterkostüm angehabt, sondern Hawaii-Hemd und Shorts und Sonnenbrille und so. Sag mal, Schätzchen, kann es sein, dass du heute schon ein kleines Sektfrühstück zu dir genommen hast? Naja, wenn du mir nicht glaubst, dann komm her und überzeug dich selber. Er hat sogar was für dich dagelassen. Was denn? Weiß ich nicht. Das ist in Geschenkpapier eingewickelt mit so einer großen Schleife. Jetzt machst du mich aber neugierig. Also kommst du. Also sobald ich hier wegkomme, okay? Beeil dich. Versprochen. Bis dann. Ciao. Sag mal, wäre es ausnahmsweise möglich, dass du den Laden hier alleine schmeißen könntest? Bist du schon weg? Tim hat angerufen. Er hat mir was von einem Weihnachtsmann erzählt. Mit Shorts und Hawaii-Hemd. Ich glaube, ich muss da mal nach dem Rechten gucken. Mach das und grüß den von mir. Gerne. Oh. Du siehst ja aus wie ein Weihnachtsmann. Bitte. Ich weiß, das Teil sieht total bescheuert aus. Aber es kommt von Herzen. Und weiter? Ich liebe dich. Und ich will, dass wir es nochmal versuchen. Ich denke, ich bin dir ein bisschen zu mütterlich. Das habe ich doch nur so dahin gesagt. Ich glaube, das ist generell dein Problem. Lass uns ein anderes Mal reden, okay? Ich muss jetzt leider weg. Danke. Na, na. Ups, das ist mir nur so rausgerutscht. Entschuldigung. Aber das sieht wirklich bezaubernd aus. Wie eine Königin. Danke, das hat mir auch noch niemand gesagt. Aber jetzt mach, dass du nach oben kommst. Unsere Gäste werden gleich hier sein. Unsere Gäste? Ja, ich habe ein paar Freunde eingeladen, die dich kennenlernen wollen. Mich? Ja, mich kennen sie schon. Wen sonst? Aber ich muss doch nach Hause. Ach, Unsinn. Ruf einfach an und sag, du musst ein paar Überstunden machen. Oder besser noch, Rudi ruft dann. Ja, bloß nicht. Wenn er sich verquatscht, dann bin ich geliefert. Na gut, dann rufst du ihm selber an. Ich weiß nicht. Was ist los mit dir? Hast du keine Lust, an der kleinen Party teilzunehmen? Doch, schon. Na, wo stehst du denn hier noch rum? Na ja, ich habe doch gar nichts anzuziehen. Ich kann doch nicht in Jeans da rumlaufen. Ja, das stimmt natürlich. Deshalb habe ich dir auch ein paar Sachen rauslegen lassen. Geh hoch und probier sie an. Wenn irgendwas nicht passt, das Hausmädchen kann nähen. Die ändert dir das dann schnell. Na, los, mach schon. Sonst kommen unsere Gäste und du bist nicht fertig. Danke. Ich bin schon weg. Hi. Hi. Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Nein, wäre es auch nicht. Aber manche Leute meinen es heute wirklich ganz besonders gut mit mir. Also, was hat der Weihnachtsmann gebracht? Augen zu. Bitte. Na gut. Nicht gucken. Nein. Na gut. So. Und Augen auf.
Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste es auspacken. Das gibt's doch gar nicht. Du bist mir jetzt aber nicht böse, also. Quatsch. Das ist die schönste Überraschung seit langem. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Dann, sag gar nichts. Freu dich und lass deinen großen Bruder auch mal damit spielen. Mann, klar doch. So, jetzt habe ich einen Moment Zeit für Sie. Was gibt's denn? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Sind Sie von der Polizei? Nein. Das ist meine Schwester. Sie ist schon seit Monaten verschwunden. Haben Sie das nicht mitgekriegt? Das war doch schon ein paar Mal im Fernsehen. Nein, ich komme nicht viel zum Fernsehen. Ich bin ja auch meistens hier. Bitte, kennen Sie diese Frau? Ja, sie hat hier gearbeitet. Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich komme jetzt nicht mehr auf ihren Namen. Wie hieß die noch gleich? Die war auch nicht lange hier, nur ein paar Tage. Danach gab es wohl Schwierigkeiten mit den Papieren. Sie hatte bestimmt keine. Keine Ahnung. Aber Sie sind sicher, dass das diese Frau hier auf dem Foto war? Ja, das war sie. Sorry, aber ich muss jetzt wieder. Moment. Können Sie mir vielleicht sagen, wo sie jetzt ist? Oder hat sie eine Adresse hinterlassen? Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte auch kaum Kontakt zu ihr. Aber jetzt muss ich wirklich. Ich kann das alles gar nicht glauben. Julia lebt wirklich. Sehen Sie? Und Sie wollten mir erst nicht glauben. Ja, mein Gott, das kann doch niemand ahnen. Sie lebt. Beruhigen Sie sich. Sie lebt. Aber wir haben sie noch nicht gefunden. Aber jetzt gibt es endlich wieder Hoffnung. Alles macht wieder einen Sinn. Mist, wieso hält denn das nicht? Kann ich dir irgendwie helfen? Was? Ob ich dir helfen kann? Mir? Wieso? Du hast doch Probleme mit deiner Krawatte. So? Das Ding ist wirklich ein bisschen schief geraten. Naja, schief ist gut. Oh, das solltest du aber noch mal üben. Oder soll ich sie dir binden? Ich habe das bei meinem Bruder auch immer gemacht. Nee, lass mal. Das ist schon okay. Danke. Na gut, wie du willst. Tja, alles klar. Dann nehmen wir uns morgen die Hotels und Pensionen vor. Am besten trennen wir uns. Aber da brauchen wir noch ein zweites Foto. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren zu mir und ich gebe Ihnen eins. Gut. Zahlen bitte. Moment. Vielleicht sollten wir auch gleich alle Arztpraxen abklappern. Eine gute Idee. So, ein Wasser, eine Cola macht 5,20 Mark bitte. Haben Sie es etwas kleiner? Nein, vielen Dank, das stimmt so. Sie haben sich wirklich verdient. Danke. Da ist sie. Das ist Julia.